Guten Morgen zusammen. Hat der BMW C400 GT das beste Display und die beste Connectivity-Funktion in der Midsize-Scooter-Klasse? Das klären wir im heutigen Video. Ich zeige euch erstmal die Bedienelemente, mit denen das Display bedient wird. Dazu müssen wir erstmal den Roller einschalten. Das geht über das Keyless-System und den Startschalter. Dann fährt das Display hoch und jetzt sehen wir hier schon die ersten Anzeigen. Bedient wird das Ganze über den linken Griff. Wir haben hier einmal einen Drehschalter, der gleichzeitig eine Kippfunktion hat, mit der wir dann bestimmte Funktionen ansteuern können, also drehen, und hier eine kleine Kippfunktion. Ich kann also alles bedienen, während ich mit der Hand hier auch am Griff bin. Der zweite Schalter, der dafür notwendig ist, um das Display anzusteuern, ist hier dieser Menüschalter. Mit dem können wir dann in verschiedene Menüs reingehen. Da kommen wir dann gleich zu. Ansonsten haben wir an der linken Seite hier den Blinkerschalter. Hier ist das Tagfahrlicht, was aktiviert und deaktiviert wird. Warnblinkanlage, unten die Hupe und hier vorne noch der Fernlichtschalter. Interessant ist vielleicht noch, wenn man diese Taglichtfunktion hat und die ist auf Automatik eingestellt, dann sehen wir das auch hier unten im Display. Da sieht es dann so aus, wenn wir dann durch den Tunnel fahren oder es wird dunkel, schaltet sich das normale Fahrlicht automatisch ein. Auch eine schöne Funktion beim Blinker ist, wenn ich also jetzt beim Abbiegen den Blinker betätige, fahre um die Ecke, beschleunige dann wieder, schaltet sich der Blinker automatisch aus. Auch eine ganz, ganz tolle Funktion. Auf der rechten Seite haben wir dann den Gasgriff natürlich und den Schalter für die Sitzheizung und die Griffheizung. Hier ist der Killswitch. Wenn ich jetzt hier den Sitzheizungsschalter und den Schalter für die Griffheizung aktiviere, wird mir das auch im Display hier unten angezeigt. Das Ganze in 3 Stufen. Wenn ich also nochmal rauf drücke, geht es auf 2, 1 und aus. Das ist jetzt erstmal die Standardanzeige des Displays. Wir haben hier in der Mitte den großen Tachometer, unten Temperaturanzeige. Das hier ist das Tagfahrlicht, was hier angezeigt wird. Hier sind die gesamten Connectivity-Funktionen, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Oben die Restkilometer. Diese obere Anzeige können wir auch in der Standardansicht wechseln. Und hier unten haben wir noch die Uhrzeit. Im Bereich der Connectivity sehen wir hier ein Helmsymbol, das heißt, der Helm ist jetzt verbunden. Wir haben einen Hörer, das heißt, das Telefon ist verbunden. Wir haben eine Batterieanzeige, die uns anzeigt, wie der Ladestand unseres Smartphones ist. Und wir haben hier noch den Empfangsbalken, der jetzt gerade auf 0 ist, weil ich in der Garage bin. Diese obere Anzeige hier im Display, die kann ich auch in der Standardansicht ändern, indem ich hier mit dem Menüschalter jetzt nach oben gehe. Dann habe ich hier die Tankanzeige, Gesamtkilometer, Tripanzeige, Durchschnittsverbrauch, nochmal wieder die Restkilometer. Also auch hier oben kann ich über den Kippschalter diese Einstellung mal ändern. Auch sehr, sehr praktisch. Möchte ich jetzt die Gesamtansicht ändern, kann ich das auch wieder bei dem Menüschalter machen, indem ich den nach unten drücke. Jetzt sieht man schon, komme ich in diese verschiedenen Ansichten rein. Ich gehe mal hier ganz nach vorne erstmal. Fängt also an mit Mein Fahrzeug. Wenn ich das aktivieren möchte und in das Menü rein möchte, hier unten sieht man schon, da ist so ein kleiner Pfeil aufgemalt. Den finde ich hier auf dem Menüschalter auch wieder. Also daran sieht man schon, okay, wenn ich nach unten drücke, komme ich da rein. Jetzt habe ich hier die Mein Fahrzeug-Anzeige, die mir so ein paar Daten liefert. Temperaturanzeige, auch wieder die Restkilometer, die Batteriespannung. Die unteren Anzeigen bleiben gleich. Also ich habe nach wie vor meine Smartphone-Einstellungen und die Temperatur. Kilometer pro Stunde ist jetzt oben angezeigt, ist natürlich jetzt etwas kleiner, aber ich habe dafür so ein paar Funktionen, die ich mir anzeigen lassen kann. Gesamtkilometer sind jetzt oben. Möchte ich das Ganze jetzt nochmal variieren, sieht man hier an der rechten Seite ist noch ein kleiner Pfeil. Das heißt, ich kann jetzt mit dem Kippschalter hier nach rechts und habe dann nochmal Trip-Anzeigen, was die Reichweite angeht, die Tripkilometer, wann eine Pause gemacht, Fahrzeit etc. Also sehr, sehr umfangreiche Bordcomputer-Anzeigen. Das ist eine erste Anzeige. Ich kann dann nochmal auf Anzeige Nummer 2 gehen. Das sieht man hier oben, den Reisebordcomputer. Also hier wirklich eine Menge Anzeigen, die der Bordcomputer
für Trips bietet, um da so ein bisschen Übersicht zu behalten. Der zweite Punkt im Menü ist Urban. Wenn ich jetzt hier nach unten gehe, bekomme ich eine neue Tacho-Ansicht. In dem unteren Bereich hier habe ich jetzt ein Drehzahlmesser und den Tacho oben etwas kleiner wieder. Wer also ein Drehzahlmesser angezeigt haben möchte, bekommt das hier auch. Über Menü komme ich wieder nach oben, komme jetzt in die Navigation. Hier kann ich mir jetzt ein neues Ziel eingeben. Im nächsten Bereich habe ich Media. Das ist meine Musik. Wenn ich also jetzt hier nach unten gehe, kann ich meinen Interpreten, Alben auswählen. Das geht mit der Musikwiedergabe auf dem iPhone, geht auch mit Spotify. Ich habe dann, wenn ich jetzt auf Wiedergabe gehe, sogar die Anzeige, welcher Titel gerade abgespielt wird und wie lange der läuft. Kann dann hin und her switchen, also eine super praktische Anzeige, fast wie im Auto. Besonderheit bei dieser Musikwiedergabe ist, dass sie geschwindigkeitsabhängig ist. Was heißt, wenn ich jetzt schnell fahre und habe mir eine Lautstärke auf dem Helm eingestellt, dass ich was höre, regelt sich die Lautstärke zurück, wenn ich die Geschwindigkeit verringere. Also wenn ich an der Ampel bin oder in der Stadt langsam fahre, wird es leiser. Wenn ich dann in höheren Geschwindigkeiten bin, wo auch die Umgebungsgeräusche höher sind, dann geht die Lautstärke wieder nach oben. Also eine ganz, ganz praktische Sache, automatische Lautstärkenregelung. Der nächste Menüpunkt ist dann das Telefon. Hier kann ich alle Telefonfunktionen nutzen, in mein Telefonbuch reingehen, Gespräche starten, also alle Funktionen wie auch am Auto hier über den linken Hebel steuerbar. Der letzte Punkt ist dann die Einstellungen. Da komme ich in die Fahrzeugeinstellungen rein, wo ich mein Licht einstellen kann, also die Tagfahrlichtautomatik, die Systemeinstellungen, Datum, Uhrzeit, Verbindung. Hier kann ich jetzt meine Verbindung sehen. Also hier ist jetzt ein iPhone verbunden. Mein Fahrerhelm ist mit dem Freecom 4 Plus verbunden. Ich kann natürlich auch einen Sozius-Helm hier noch zusätzlich verbinden, sodass beide auch dann die Musik hören können. Und das wird über die Verbindung hier gemacht im Bluetooth-Bereich. Ich kann meine Anzeige noch steuern. Ob ich mein Speed Limit Info haben möchte. Das ist also hier oben die Anzeige, die hier ist. Da habe ich dann immer die Geschwindigkeitsbegrenzung drin. Ist ganz praktisch, wenn man es gleich im Tacho drin hat. Unten meine Informationen noch, Softwareversion etc. Und da kann ich nochmal alles zurücksetzen. Also hier sind alle Einstellungen, die notwendig sind für die Connectivity. Jetzt gehen wir vielleicht mal hier vorne nochmal auf die Navigation. Um jetzt alle Funktionen der Connectivity zu nutzen, brauche ich die BMW-App, die habe ich hier oben. Die ist auch sehr gut gemacht, da habe ich hier oben schon mal einen Überblick mein Fahrzeug, habe die Restkilometeranzeige, verbleibende Tankfüllung. Hier wird mir noch das Wetter angezeigt, wenn ich eine Internetverbindung habe. Hier sind meine Fahrten, die ich bisher gemacht habe. Service, wann der nächste fällig ist. Mit dieser BMW-App kann ich dann natürlich auch navigieren. Da gehe ich dann einfach hier unten rein, kann hier oben eine Adresse eingeben. Da habe ich jetzt Ernst-Reuter-Platz mal eingegeben. Funktioniert jetzt gerade nicht, weil dafür brauche ich natürlich Netzverbindung. Aber dann kann ich mir hier oben die Route eingeben. Das Ganze wird mir dann im Display groß angezeigt mit Richtungspfeilen und ich bekomme natürlich auch die Ansagen dann auf meinen Helm. Also die Navigationsfunktion ist wirklich sehr, sehr gut. Kann ich, wie gesagt, entweder vom Display aus einstellen, dass ich hier sage, neues Ziel und mir dann meine Favoriten angucken kann oder ein neues Ziel eingebe. Hier sind noch die Einstellungen, die ich vornehmen kann, welche Routenkriterien, schnell, kurz, effektiv oder kurvig. Also das Navi der BMW ist wirklich gut gemacht, sehr, sehr übersichtlich, mit sehr guten Anzeigen. Wenn man dann später fährt, hat man große Anzeigen drin mit Richtungspfeilen und mit Ansagen, die dann auf den Helm kommen. So, das war's für heute mit der Vorstellung des Digital-Displays der BMW C400 GT und der Funktionen, die das Display bietet. Ich bin der Meinung, das ist eines der besten Connectivity-Systeme im Motorradbereich, wurde ja auch angelehnt von den großen Motorrädern übernommen, da ist kein großer Unterschied. Auch die Bedienelemente ganz, ganz toll. Es gibt auch nicht viele in dem Segment der 400er-Klasse, die überhaupt ein voll digitales Display bieten. Es kommt jetzt von Honda der neue ADV raus.
ist bei der EICMA vorgestellt worden und von Yamaha der X-Max 560, wobei das schon wieder eine andere Klasse ist. Auch die haben ein komplett digitales Display. Auch der Forza, der große 750er und XADV haben ein komplett digitales Display. Aber das ist dann schon wieder die Oberklasse. Im Midsize-Scooter-Bereich ist der BMW einer der wenigen, der das überhaupt bietet. Also ich bin der Meinung, die 625 € Aufpreis, die sollte man machen, wenn man sich den BMW holt. Dann auf jeden Fall mit dem Digitaldisplay. Das macht eine Menge aus, bietet viel Komfort, ist gut lesbar. Ich höre gerne Musik bei der Fahrt und habe dann die Möglichkeit, das über das Connectivity-System zu machen. Also eine ganz, ganz tolle Funktion. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben hinterlassen, auch den Kanal abonnieren, wäre klasse. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bleibt gesund, fahrt vorsichtig. Bis dann. Ciao.